Herzlich willkommen zu Teil 2 dieses Videos und damit zur Fortsetzung unserer Trekkingtour in Norwegen. Falls ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, empfehlen wir euch, dieses im Vorfeld zu tun. Den Link blenden wir euch jetzt hier ein. Dort haben wir bereits 2 Nächte in unserem Zelt in der Wildnis hier verbracht, haben einen sehr schönen sonnigen und einen sehr verregneten Wandertag hinter uns gebracht und sind nun hier auf der Suche nach einem geeigneten Schlafplatz für die 3. Nacht. Und an dieser Stelle geht unser Abenteuer nun ohne Umschweife weiter. Nach einem anstrengenden und herausfordernden Tag im Regen finden wir nun endlich doch inmitten dieses Steinmeeres einen ebenen und geschützten Platz, der sich für den Aufbau unseres Zeltes eignet, und endlich können wir uns auch eine warme Mahlzeit zubereiten. Erschöpft geht es danach dann direkt zu Bett. So, nach einem ziemlich verregneten Tag gestern, also es hat wirklich fast den ganzen Tag durchgeregnet und auch teilweise sehr, sehr stark geregnet, sind wir dann zum Schluss hier gelandet, zwischen diesen beiden Felsen. Durch dieses Felsenmeer da hinten sind wir gekommen, war sehr, sehr unwegsam und wir haben auch keinen Platz gefunden, das Zelt irgendwo aufzustellen. Deswegen sind wir noch ein gutes Stück weiter gegangen, haben zum Schluss hier unseren Platz gefunden, wo wir das Zelt aufstellen können. Es ist zwischen 2 Felsen gelegen, passt aber wirklich gerade eben noch so hin, aber gut hin. Wir haben eben gelegen und haben damit einen guten Platz gefunden. Haben hier drüben sogar noch einen kleinen See, da konnten wir uns Wasser holen fürs Essen, fürs Trinken und so weiter. Und ja, wie gesagt, sind gestern ein gutes Stück weitergekommen, als wir gedacht hätten. Unsere Sachen sind dafür durch den Regen klitschnass geworden, sodass wir heute versuchen werden, den Rest der Strecke zu gehen. Wir müssen mal gucken, ob wir das schaffen. Es ist nochmal ein gutes Stück, ungefähr so viel wie gestern. Wir sind natürlich heute auch schon wieder ein bisschen erschöpfter als gestern. Der Weg ist sehr, sehr unwegsam und dann gerade auch mit dem Regen sind die Felsen, wie man sich denken kann, sehr, sehr glatt. Und das ist mit den schweren Rucksäcken dann schon eine Herausforderung. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Wir werden es mal gucken, dann wären wir schon einen Tag früher aus der Tour raus als geplant. Wir werden einfach sehen, wie es heute läuft. Also, let's do it! Gesagt, getan, gehen wir weiter und an diesem Tag führt uns der Weg hauptsächlich bergab. Denn wenn wir die ganze Strecke schaffen wollen, müssen wir von etwa 1100 auf 100 Höhenmeter runter. Und wer selbst wandern geht, weiß, dass dies besonders mit dem hohen Gewicht der Rucksäcke für die Beine und die Konzentration ähnlich herausfordernd ist wie ein Aufstieg. Auch diese Felder aus Felsbrocken sind immer wieder zu durchqueren und für die Trittsicherheit besonders herausfordernd.
wie schon im ersten Teil gesagt, Wasser gibt es hier wirklich genug und man kann sich bei Bedarf jederzeit und überall welches nehmen. Immerhin regnet es nicht mehr und so können wir die Pausen in dieser wundervollen Umgebung auch wieder in vollen Zügen genießen. Auf diesem Teil der Strecke sind die Wegmarkierungen oft auch wieder nur schlecht zu finden und häufig müssen wir stehen bleiben, um erstmal nach dem nächsten Tee Ausschau zu halten. So wie hier. Geradeaus, ganz hinten auf dem Felsen, liegt ein kleiner Stein und auf dem ist das T, das den Weg markiert. Manchmal findet man das T gar nicht und es hilft, einen Blick auf das Navi oder die Karte zu werfen, um sich zu orientieren und in die richtige Richtung zu gehen, bis man wieder auf eine Wegmarkierung stößt. Unsere Tour findet Anfang August statt, da Juli und August die wärmsten Monate sind und es auch Ende August schon wieder beginnt, kälter zu werden. Zu dieser Jahreszeit ist hier unserer Erfahrung nach tagsüber mit Temperaturen zwischen 10 und 20 Grad zu rechnen und nachts mit Temperaturen so um die 5 Grad, wobei wir auch schon 0 Grad hatten. Es empfiehlt sich also warme Kleidung und einen Schlafsack, der seinen Komfortbereich um die 0 Grad hat, mitzunehmen. Auf den Videos zu sehen, bleiben wir am dritten Tag auch wieder vom Regen verschont und mit nur einem Regentag von insgesamt 3 Wandertagen haben wir schon einen guten Schnitt. Denn im August halten sich hier die Regen- und Trockentage normalerweise die Waage. Man kann aber auch mal mehr Glück haben. Auch unsere letzte Norwegen-Reise hatte im August stattgefunden, gar nicht weit von hier entfernt und wir hatten hier lediglich 3 Regentage in 2 Wochen.
Hierbei handelt es sich dann aber wirklich um Glück und man sollte dies nicht mit einplanen. Während wir dem Wasser ins Tal folgen, ändert sich mit abnehmender Höhe auch langsam, aber sichtlich die Vegetation. Auch wenn die Videos es nicht wirklich wiedergeben können, aber hier geht es fast nur steil bergab und das danken uns die am dritten Tag schon erschöpften Beine nicht. Ui, der Stein da ist locker. Die Tatsache, dass aus endlosen, felsigen Weiten nun ein Wald geworden ist, verrät uns, dass wir unserem Ziel nah sind. Die Straße, die man hier auf der anderen Seite im Berg sieht, führt nach Lüsebutten und ist sehr bekannt, denn sie ist außerordentlich kurvig und steil. Wir sind sie selbst schon mit dem Auto gefahren und dürfen sie dann auch gleich mit dem Wohnmobil meines Vaters wieder hochfahren. Wir haben es endlich geschafft. War eine schöne, aber auch sehr anstrengende Tour. War richtig cool, kann man jedem nur empfehlen. Da vorne wartet dann auch schon mein Dad im Wohnmobil. Der alte Rentner hat die letzten Tage auf dem Campingplatz entspannt verbracht, während wir uns abgerackert haben. Wir werden uns jetzt auch erstmal den nächsten Tag Erholung, Regeneration gönnen und die nächste Tour planen. Und dann mal gucken, wo es weitergeht. Also, macht's gut.